Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Heute bauen wir gemeinsam die erste Generation der Legoland Spielwelt auf. Wir beginnen mit den Fahrzeugen, schauen uns die amerikanischen Sets an, die Flugzeuge und zum Schluss lassen wir die Schiffe in See stechen. Die Legoland Spielwelt beginnt 1969 mit den neuen kleinen Mini-Radsätzen. Die kleineren Autos passen im Maßstab viel besser zu den Gebäuden als die großen Räder von 1962. Ich unterteile die Legoland Spielwelt in 3 Zeitabschnitte. Die erste Generation geht von 1969 bis 1974 und hat die typischen Legoland-Schriftsteine. Die zweite Generation mit den ersten Minifiguren von 1975 bis 1977 gefällt mir selbst am besten. Die dritte Legoland-Generation beginnt 1978, als die Minifiguren laufen lernten. Es gab bei Lego jedes Jahr Neuigkeiten. 1969 und 70 gab es noch die alten flachen Bäume und die 45-Grad-Dachsteine. 1971 kamen die typischen Granulatbäume und die flacheren 33-Grad-Dachziegel heraus. 1974 schließlich gab es die neuen Bäume, wie wir sie heute noch kennen. Und die Fernsehantennen sind nicht mehr weiß, sondern milchig durchscheinend. Seit 1972 haben sich Aufkleber eingebürgert, die bei den alten Sets oft sehr lästig sind. Im Katalog von 1970 bekam die Legoland-Spielidee offiziell ihre Namen. Die alten Eisenbahngebäude von 1968 bleiben als Spezialkartons im Sortiment. Die neuen Häuser von 1969 mit den Miniradautos werden Teil der neuen Legoland-Stadt. Der große schwarze Legoland-Schriftzug in Kleinbuchstaben kommt quer auf die Packungen und Bauanleitungen. Bis 1972 blieb das alte Systemlogo. Die kleinen Fahrzeugsets waren in den typischen Knickkartons eingepackt. Die kleinen Sets kosteten zwischen 2,50 Mark und 3,75 Mark. Die Gebäudepackungen waren in Kartons mit Klappdeckel. Das sogenannte Stadtzentrum ist mit 49,50 Mark das teuerste Set. Der Klappdeckel ist mit einem Falz an der Oberseite des Kartons eingeklebt. Er hat innen Sichtfenster, durch die man die dahinter eingeschobene Grundplatte sieht. Die Einlage ist aus Styropor. Die Teilsets sind in getrennten, bedruckten Packungen mit Sichtfenster eingepackt und in die Styroportassen eingesetzt. 1973 kam das neue Logo heraus und der Legoland-Schriftzug wurde horizontal und nicht mehr quer gedruckt. Hier habe ich 3 verschiedene Bauanleitungen aus der Zeit mit dem alten Systemlogo und quergestelltem Legoland und mit dem neuen Logo und geradem Legoland-Schriftzug. Die kleinen Bauanleitungen sind einfache Faltblätter, auf der Vorderseite ist ein schönes Diorama und auf der Rückseite findet man das Sortiment mit derselben Grafik wie die Bauanleitung. Das ist die Sortimentsübersicht von 71. Die Gebäude stehen auf den dünnen grünen Grundplatten, die schon 1977 für die Eisenbahngebäude eingeführt wurden. Jetzt gibt es die Noppen nicht mehr nur am Gebäudegrundriss, sondern meist auf der ganzen Fläche der Platte. Der Gebäudegrundriss wird dafür mit weißen Punkten markiert. Es gibt einige spezielle Gebäudegrundplatten,
mit glatten Einfahrten ohne Noppen, wie die Feuerwache 347, die Spedition aus dem Stadtzentrum 355 und das Kieswerk 360. Das Stadtzentrum 355 ist das einzige Set aus dieser Zeit mit einer großen Straßengrundplatte aus Karton. 1975 gibt es genau solche Sets auch für den Hafen und die Westernstadt. Die dicke Kartonplatte wird einmal aufgeklappt. Die Gebäude passen genau auf die Felder zwischen den Straßen. Die Kartonplatte hat am Rand abgerundete Aussparungen, in die genau die abgerundeten Ecken der Grundplatten hineinpassen. Man kann so weitere Gebäude rund um den Straßenplan anordnen. Beim Bungalow und bei der Villa von 1969 ist jeweils ein kleiner Sportwagen dabei, mit 2 weißen Mini-Radsätzen. Die Achsen werden unten von einer Platte zusammengehalten. Die Mini-Radsätze bestehen aus einem 2x2 Achsstein, durch den eine Metallachse mit roten Felgen und einer einzigen Noppe führt. Die Gummireifen sind schmal und haben ein glattes Profil. Der Achsstein ist meist schwarz, es gibt ihn aber auch weiß und rot. Man braucht nur die Radsätze auf eine Platte stecken und so bekommt man schon ein fertiges Fahrgestell. Die Autos sind sehr massiv gebaut, mit Grundbausteinen als Unterbau. Die Räder passen genau in eine 2 Noppen breite und einen Stein hohe Aussparung hinein. 1970 kommt eine Doppelbereifung dazu mit breiteren Felgen und Zwillingsreifen. Die Doppelreifensätze werden vorbildgerecht für die Hinterachsen von Lastwagen verwendet, wie hier beim geschlossenen LKW, der auf Englisch oft falsch als Feuerwehrauto bezeichnet wird. Ein wichtiger Dekorationsstein für die Autos ist der Kühlergrill. Es ist ein 1x4 Stein mit einem Aufdruck von 2 Scheinwerfern und dem Kühler. Es gibt diesen Stein in allen 5 Grundfarben. Außer beim weißen Stein ist der Druck immer chromfarben. Beim weißen Stein ist der Druck für einen besseren Kontrast schwarz. Es gibt ihn aber auch in Chrom, er ist aber nicht so häufig. Laut Brickall kommt er bei der Rettung 360 vor, laut allen Datenbanken gehört er zum Kühlsattelschlepper 683 und laut Toys Period auch zur Polizeistreife 445. Dieser Stein wurde nach 1976 hergestellt, weil er die Anspritzstelle einer Noppe und einen höher gesetzten Querverbinder hat. Als Windschutzscheibe werden bei den Autos transparente Schrägsteine verwendet. Einer als Windschutzscheibe, 2 1x2 Steine als Seitenfenster und ein zweiter Schrägstein als Heckscheibe. 2 Platten kommen auf das Dach und das Auto ist fertig. 1974 kam eine spezielle 1 Stein hohe Windschutzscheibe für Personenwagen heraus. Sie wurde aber ausschließlich beim Wohnwagengespann 656 und beim Rettungshubschrauber 691 verwendet. Bis 1980 wurden dann weiterhin normale Dachsteine als Windschutzscheibe eingebaut. Bei den Lastwagen bestand die Kabinenverglasung meist aus einem transparenten 2x4 Stein. Von 1974 bis 1977 gab es eine 1 Stein und 2 Platten hohe Windschutzscheibe, die innen hohl war und hinten geschlossen. Hier ist sie beim Traktor 614 von 1974 verwendet worden.
Typisch für die Legoland-Zeit von 1970 bis 1974 sind die 1x4 Schriftsteine mit dem typischen Prägedruck der Legoland-Schrift mit der Farbenflagge in allen 5 Grundfarben. Bis 1973 gab es zusätzlich noch das alte Logo auf x2 Steinen in verschiedenen Farben. 1972 gab es auch schon Aufkleber beim Lastwagen mit Anhänger 685. Die Flaggen hatten bis 1972 die alte geschwungene Form und das alte Logo, ab 1973 wurden sie rechteckig und bekamen das neue Logo. Ebenso hatte Shell bis 1972 das alte Logo und 1973 kam das neue Zeichen auf die Steine. Für die kleinen Fahrzeuge wurden viele Spezialteile eingeführt. Ausziehleiter und Scharnier gab es schon für die Lastwagen von 1967. Für den Abschleppwagen gibt es den Abschlepphaken, ebenso kam 1970 die Anhängekupplung mit einem Kugelgelenk auf einer 4 Noppen breiten Schiene heraus. 1971 kam der kleine Frontlader, die Seilwinde mit Metallkurbel und der Kranhaken und das mit einer 2x8 Platte verlängerte Scharnier. Die Greifschaufel mit Zugfeder und einen Halter für das Kugelgelenk gab es erst 1974. Der Stapler mit Federmechanismus kam schon 1972 heraus. 1974 gab es noch eine neue kleine Kipplore. Hier sehen wir das Feuerwehrauto 620 mit der zweiteiligen Leiter und einen Geräteraum mit den Flügeltüren, die 1967 herausgekommen sind. Ebenso 1970 kam der Abschlepper 601, der mit Blaulicht offensichtlich ebenfalls ein Feuerwehrauto ist. Das Wohnwagengespann 623 mit der Kugelgelenk-Anhängekupplung. Der Stapler 652 von 1972 mit Anhänger und 2 Paletten. Dieser Autotransportanhänger kam 1972 heraus, im Set 650 mit dem gelben Legoland-Auto und dem roten Rennwagen. Der Anhänger hat eine breite Metallachse, eine Kugelgelenk-Anhängekupplung, eine Rampe und Radkeile auf der Ladefläche. Der Rennwagen hat 2 rote Mini-Radsätze, vorne mit einem schmalen und hinten mit einem Doppelreifen. Der Auspuff aus 2 gelben Rundsteinen ist mit einer Platte an der Unterseite des Heckflügels aufgesteckt. Den ersten Sattelschlepper von Samsonite 157 gab es wahrscheinlich schon 1969. Der Anhänger ist mit einem 4x4 Drehteller aufgesattelt. 1970 kam der Shell-Sattelschlepper 621 heraus. Er ersetzt den alten 1:87 Shell-Sattelschlepper, der noch aus der Stadtplanzeit stammt. Er war aber 1970 immer noch gleichzeitig im Sortiment. Die Zugmaschine ist mit einer 4x8 Platte mit Anhängebolzen gebaut. Der 4x14 Noppen große Auflieger hat ein Loch zum Aufsatteln, ist hinten um 2 Platten aufgestockt, damit die Räder auf der richtigen Höhe sind, und hat auf der Unterseite 2 Halter für Stützräder. Mit ihnen kann der Auflieger abgestellt und wieder aufgesattelt werden. 1971 gab es einen Tieflader mit demselben Anhängemechanismus. Der Auflieger ist 16 Noppen lang und die Ladefläche liegt um 2 Platten tiefer. Hinten gibt es eine Rampe mit einem sehr empfindlichen Scharnier, das leicht abbricht. Deshalb sind diese Teile relativ teuer.
Mit dem Tieflader werden Bagger, Kräne oder Stapler transportiert, wie in diesem Fall beim Set 684 von 1972. Jetzt schieben wir noch eine kurze Lektion Steinekunde ein. Bis 1974 war ja der Patent-Bending-Aufdruck an der Innenseite der Steine. Seit 68 hatten die Grundsteine eine längs verlaufende Versteifungsrille. 74 bis 79 war die Patent-Bending-Markierung ausgelöscht. Ab 74 gab es gleichzeitig auch Steine ganz ohne Markierung. Seit 1970 wurden Versuche mit neuen Steineformen gemacht. Die Minitalia-Steine werden wir uns ein anderes Mal anschauen. 73, mitten im alten Legoland, gab es Steine mit Schlitzröhren und dünneren Wänden mit Klemmrillen. Hier ist ein Stein mit Patent-Bending-Markierung vor 74. Hier Patent-Bending durchgestrichen von 74 bis 79 und ohne Markierung ab 74. 1980 bekamen die Steine die moderne Form mit den dünnen Wänden, Klemmrillen und zusätzlichen Querverbindern. Die Schlitzröhren gab es 73 auch bei den Schrägsteinen. Hier ein Patent-Bending-Stein und hier ein moderner Stein. Jetzt schauen wir uns die besonders interessanten amerikanischen Samsonite-Sets an. Wir machen mit dem Autotransport-Sattelschlepper 157 weiter, den wir schon gesehen haben. Mit 4 1:87 Autos aus dem alten Stadtplan. Der Maßstab ist viel zu klein für den Sattelschlepper. Die Fahrzeuge passen überhaupt nicht zusammen. Mit 2 Scharnieren kann man die Rampe ausklappen. Die Innennoppen an der Scharnierplatte sind nach außen gekehrt und haben nur eine geringe Klemmkraft. Die obere Etage kann man mit einem Scharnier kippen und die Autos abladen. Ich habe mir denselben Sattelschlepper für Miniradautos umgebaut. Es funktioniert gut, wenn man die Autos etwas kürzer baut. Mit Sportwagen könnte man sich noch eine Plattenhöhe sparen. Genauso habe ich den Londoner Doppeldeckerbus im Miniradmaßstab verkleinert nachgebaut. Von Samsonite Model Maker gab es 1970 eine Reihe Velveeta Werbesets. Das Set Nummer 1 enthält 2 Oldtimer und einen Abschleppwagen. Ein wunderschöner weißer Oldtimer, ein gelber Abschlepptruck und ein alter roter Oldtimer. Das Velveeta Werbeset Nummer 2 enthält ein verlängertes rotes Auto mit angedeuteten Heckflossen, einen großen zweiachsigen Wohnwagen und einen roten Lastwagen. Im dritten Set gibt es einen kleinen roten Sportwagen, der ungefähr so gebaut ist wie die ersten Autos. Ein zweiachsiger gedeckter Lastwagen und ein Kipper mit einem Kamin auf der Kabine. Die Ladefläche ist mit einem normalen Scharnier kippbar. Die erste richtige Straßenplatte mit Noppen gab es schon 1970 von Samsonite in der Größe von 50 x 50 Noppen. Auf den Noppen müsste man das Logo von Samsonite mit dem offenen O erkennen. Die Grundplatten waren einzeln erhältlich oder in 2 verschiedenen Sets, die ich mir aus normalen Steinen nachgebaut habe. Für das Mini-House-Set Nummer 271 bzw. Kraft Velveeta Promo-Set Nummer 4 mit 89 Teilen von 1970 habe ich keine richtige Bauanleitung gefunden. Im Set ist ein kleines zweistöckiges Haus mit gefliestem Gartenweg, Garageneinfahrt und Fernsehantenne am Dach.
Es sind 2 Autos dabei. Davon einmal der kleine weiße Sportwagen mit schwarzem Verdeck aus den ersten Legoland-Häusern von 69 und der lange rote Amischlitten mit Heckflossen und dem zweiachsigen Wohnwagen aus dem Velveta Promoset Nummer 2. Das zweite Set mit dieser Grundplatte war der Mini-Flughafen Nummer 367 mit 233 Teilen. Mit einem großen Flughafengebäude mit Eingangshalle und Tower. 2 aus einfachen Platten gebauten Flugzeugen, ein Zugfahrzeug für Flugzeuge und Gepäckwagen und ein zweites vierachsiges Servicefahrzeug mit Drehteller und Scharnier, wahrscheinlich zum Betanken der Flugzeuge oder als Einstiegstreppe. Das Servicefahrzeug kann gleichzeitig zum Abschleppen der Flugzeuge verwendet werden und als Gepäckswagen. Einen Gepäckwagen gab es auch schon bereits 1970 mit 2 Anhängern, mit 2 Kupplungen und besonders interessant die einzige gebaute Figur aus dieser Zeit. Bei den Flugzeugen gab es 1972 den ersten Hubschrauberrotor auf einer 2x3-Platte. Die Platte wurde bei den ersten Hubschraubern quer verwendet, weil die Hubschrauber nur 3 Steine breit gebaut wurden. Der Rettungshubschrauber 460 von 1973 war nur noch mit Aufklebern vollgepflastert. Beim Set war ein Krankenwagen dabei, auch dieser nur mit Aufklebern und nicht mehr mit bedruckten Steinen. Wie das alte Modell 600 von 1970. Das erste richtige Passagierflugzeug gab es 1972. Ich habe hier das 687 von 73. Es hatte 3 Aufkleber auf den aus vielen Platten kompliziert zusammengebauten Triebwerken. Zum Glück habe ich dieses beklebte Einzelteil bekommen. Das Seitenleitwerk und die Fensterfronten sind bedruckt. Jetzt bauen wir das Flugzeug zusammen. Der Unterbau ist aus Platten. Das Cockpit hat eine kleine Windschutzscheibe aus einer 1x2 transparenten Platte. Hinter dem Cockpit kommt dann die Fensterreihe aus 4 2x4 Steinen mit den Aufdrucken. Die 2 7x12 Flügel sind eigene Bauteile. Die Einzelräder auf den 2x4 Platten gibt es seit 1973. Eine normale 2x8 Platte ist das Höhenleitwerk und genau darauf passt das bedruckte Seitenleitwerk. Das zweite Flugzeug, das ich mir als vollständiges Set gekauft habe, ist der kleine Jet Nummer 657 von 1974 mit 31 Teilen. Er hat die 2x4 Fenstersteine in blauer Farbe. Neu sind die Triebwerke und das Seitenleitwerk. Beides Teile, die ab 1970 ausgiebig in den Weltraumsets verwendet werden. Den Rettungshubschrauber 691 von 74 habe ich schon erwähnt. Er ist nämlich das zweite Set mit der einzigartigen, 1 Stein hohen Windschutzscheibe. Der Heckrotor hat die neue horizontale Achse. Zum Schluss kommen wir zu den Schiffen. 1973 sind in der Legoland-Welt 3 rote schwimmfähige Schiffe herausgekommen, die im Katalog auf einer Seite vorgestellt worden sind. Ich lasse kein Schiff gerne am Trockenen, deshalb lassen wir die Schiffe draußen im Fluss schwimmen. Sie bestehen aus neuen Schwimmkörpern, zuerst mit weißer Deckplatte. Der Bug hat vorne eine Öse, wo man einen Faden anbinden kann.
Mit dem Heck bekommt man schon ein kleines Schiff. Dazwischen kann man beliebig viele Mittelteile einbauen. Das Schiff schwimmt einwandfrei. Vor allem für größere Deckaufbauten ist es ratsam, unten das Kielgewicht anzustecken. Es gibt 3 Schiffsmodelle mit denselben roten Rumpfelementen. Das kleinste ist das Fischerboot 310 aus 48 Teilen. Am Bug gibt es Aufkleber mit einem Anker, Legoland ist der Schiffsname. Vorne steht ein gelber Mast und eine Ladeluke. Hinten ein blauer Führerstand mit einem schwarzen Kamin. Am Dach ein Radar aus einer alten Fliese ohne Rillen. Die Rundsteine haben noch keine Löcher an den Noppen, deshalb kann man die Platten nur seitlich anklemmen. Das zweite Schiff ist die Fähre 311 aus 85 Teilen. Es gibt einen langgezogenen Deckaufbau, die Brücke hat abgerundete Seiten, es sind 2 Masten, man sieht, wie man aus wenigen einfachen Steinen ein schönes und farbenfrohes Modell bauen kann. Das längste Schiff ist der Tanker 312 aus 116 Teilen mit 5 Schwimmkörpern. An Deck sieht man auf der ganzen Länge die Tankstutzen. Vorne ist ein Mast, die Brücke ist in der Mitte. Achtern gibt es einen Maschinenraum mit Kamin. Am Heck sind Bullaugen aufgeklebt. Mit diesen Bildern von den wunderschönen Schiffen möchte ich mich bei euch für heute verabschieden. Das nächste Mal können wir uns vielleicht schon die vollständige Legolandstadt anschauen. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Auf Wiedersehen.